Hallo, mein Name ist Elena Mitschik. Ich bin die Gründerin von Inhaber und heute zeige ich Ihnen kurz, wie die E-Signatur bei Inhaber funktioniert. Direkt hier im Home-Bereich kann ich den Signaturprozess nachverfolgen. Ja, 19 offene Verträge bedeutet, es sind Verträge, die eben noch nicht von allen signiert wurden. Und ich kann direkt auch überprüfen, wer ist denn die Person, die schon signiert hat und wer noch nicht. Sobald alle unterzeichnet haben, wird der Status als signiert gekennzeichnet und mit Vertragsbeginn dann als aktiv. Als nächstes sehe ich direkt hier auch Signaturanfragen. Bedeutet, es ist eine Anfrage an mich persönlich, wo ich etwas signieren sollte. Aber wie löse ich diesen Signaturprozess aus? Wie funktioniert es? Zuerst entscheide ich mich, wo soll der Vertrag oder das Dokument, später liegen, den ich zur Signatur rausschicken möchte. Ja, wir sagen mal, es ist ein Dienstleistungsvertrag und ich wähle den entsprechenden Ordner aus und klicke hier auf Dokument erstellen. Ich kann direkt sagen, Dokumenttyp, ja, welcher Typ ist das IT-Dienstleistungsvertrag beispielsweise oder ein allgemeiner Vertrag, den ich hier initiieren möchte. An dieser Stelle kann man beliebige Anzahl und ganz unterschiedliche Typen hinterlegen. Der Unterschied ist dann in den Metadaten, die man mit Hilfe der künstlichen Intelligenz ausfüllen lassen kann oder generell gerne zu den entsprechenden Dokumenten verwalten möchte. Nun kann ich sagen und auch bestimmen, ist es eine einfache E-Signatur, die ich verwenden möchte, dann klicke ich einfach auf Erstellen. Im Falle, dass es eine qualifizierte elektronische Signatur sein soll, würde ich das einstellen. Ja, dazu gibt es dann ein separates Video. Heute schauen wir uns das konkret an mit der einfachen elektronischen Signatur. Ja, auch hochvertrauliche Informationen können mit einer einfachen E-Signatur signiert werden. Deswegen dieses geschützte Dokument kann ich frei entscheiden. Klicke auf Erstellen und es öffnet sich eine leere Vertragsmaske. Wie gesagt, habe ich die Möglichkeit, das auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz auszufüllen. Dazu gab es auch ein Video, also gerne auch anschauen. Ähm, und ich fühle das ja jetzt beispielhaft einfach aus. Laufzeit, sagen wir ab dem 1. Juli. Vertragswert kann ich beliebig hinterlegen mit auch entsprechenden Periodität bei den Zahlungen. Und ich habe hier einige benutzerdefinierte Felder, die als Pflichtfelder hinterlegt sind mit dem roten Sternchen hier. Dienstleistungsvertrag, wie ist die Kündigungsfrist, das würde ich hier schnell mal hinterlegen und auch die Kostenstelle. Ja, nun habe ich schon die Möglichkeit, auf Erstellen zu klicken, aber natürlich fehlen noch die eigentlichen Dokumente, die hier unterzeichnet werden sollten. Durch Drag and Drop kann ich die Unterlagen reinziehen und auch bestimmen, ob ich mehrere Dateien gleich zur Signatur rausschicken möchte oder ist hier vielleicht ein Vertrag und ein Anhang, ja, soll mit in diesem Umschlag dabei sein, aber eben nicht unbedingt signiert werden. Oder vielleicht gibt es auch eine Vertragsergänzung, eine Vereinbarung, die schon offline signiert wurde. Ja, so kann ich das bestimmen. Aber sagen wir, es sind beide Dokumente, die ich gleich auch zur Signatur verschicken möchte, klicke auf Hinzufügen und kann hier direkt die E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname der Unterzeichner hinterlegen. Ebenfalls kann ich hier Betrachter hinzufügen. Betrachter bedeutet, dass diese Person dann über den kompletten Signaturstatus informiert wird. Ja, sie wird Bestätigung bekommen, sobald einzelne Personen den Vertrag signiert haben, aber auch nachdem der Vertrag aktiv geworden ist. Hier rechts kann ich mir ebenfalls die Teilnehmer anschauen, die ich eventuell zur Unterschrift oder als Beobachter hinterlegt habe. Ich kann mich aber auch selbst als Unterzeichnerin hinterlegen. Ja? Sobald ich hier mit fertig bin, ist es wichtig, natürlich auf Erstellen zu klicken. Erst in diesem Moment werden Einladungen zur Signatur verschickt. Jetzt, da ich mich in diesem Fall selbst als Unterzeichnerin hinterlegt habe, habe ich direkt die Möglichkeit,
das Dokument zu signieren, indem ich hier oben rechts auf Dokument signieren gehe, bestätige, dass ich alles gelesen und verstanden habe und aktiv unterzeichnen möchte. So läuft der Signaturprozess bei Inhaber ab. Am Ende des Dokuments ist jetzt der digitale Signaturstempel hinterlegt und zusätzlich gibt es einen Signaturnachweis mit der Liste der Unterzeichner und aller Dokumente, die in diesem Umschlag dabei waren und signiert wurden. Ebenfalls gibt es einen Link zu Etherscan, einen externen Anbieter, über den man die Echtheit der Signatur nochmal überprüfen kann. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, beim Testen. Wie gesagt, es gibt ein weiteres Video zu der qualifizierten elektronischen Signatur. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne direkt bei uns. Tschüss.